Na, hallo, was ich jetzt erzähle, hat weder was mit Golf zu tun, noch mit Tesla. Ich bin hier in Mexico City. Dort hinten ist ein Palast und da hat mal ein richtiger Kaiser seine Residenz gehabt. Schaut mal rein, also bis demnächst. Tschüss. Ich bin hier in Mexico City im Park Chapultepec. Der ist so ziemlich mitten in der Stadt und wirklich ein Ziel für viele, viele Menschen. Hier gibt es einen Teich, auf dem man fahren kann, einen Zoo, ein bisschen Bäume, 100.000 Essensstände und einen echten alten Kaiserpalast. Ja, das will man kaum glauben. Aber hier auf dem Heuschreckhügel, wo heute das Museum für mexikanische Geschichte untergebracht ist, war früher mal ein echter Kaiserpalast. Ganz früher zu Aztekenzeiten gab es am Fuß des Hügels wohl schon einen kleinen Palast. Etwa 1780 hat dann ein spanischer Vizekönig, wie hieß der, Bernardo de Galvez de Madrid, hier eine Residenz gebaut, einen Palast, der 1805, 1806 dann Teil von Mexiko-Stadt wurde, denn das hier lag damals wirklich weit außerhalb der Stadt. Ja, so 1830 wurde das dann hier eine Militärakademie und im großen Mexikanischen Krieg 1847 zwischen Mexiko und den USA wurde diese Militärakademie angegriffen und von Kadetten verteidigt, sehr tapfer. Das sind hier die Heldenkinder, die Niños Héroes, und das wird auch heute noch sehr hier gefeiert in Mexiko. Die werden noch sehr bewundert, die Niños Héroes. 1864 bekam Mexiko dann einen echten Kaiser, eingesetzt von fremden Mächten natürlich, ein Habsburger, Kaiser Maximilian. Und der hat diese alte Militärakademie, diesen früheren Palast, umbauen lassen zu einem sehr stattlichen Palast. Und nicht nur das, er hat angeordnet, dass zwischen hier und dem Stadtzentrum, wo es ja eigentlich nur offenes Land gab, dass dort eine Prachtstraße gebaut wird. Die hieß zuerst zu Ehren der Prinzessin, hieß der einfach die Avenue der Kaiserin oder Paseo de la Emperatriz, wurde dann aber, als Mexiko zur Republik wurde und reformiert wurde einigermaßen, wurde es umbenannt in Paseo de la Reforma. Und das schon seit 1867. Und inzwischen sind an diesem Paseo de la Reforma, der früher wohl auch nur durch Land ging, aber schnurstracks geradeaus zum alten Stadtzentrum, sind natürlich hier tonnenweise Gebäude gebaut worden, ziemlich viele Hochhäuser. Ja, und jetzt zeige ich mal einige Eindrücke hier von diesen ganzen Ständen, die es hier gibt in diesem Park. Und dann aber auch lasse ich die Drohne fliegen und dann schauen wir uns das Ganze von oben an. Und naja, genießt diesen Clip, und wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch. Hier Mexico City hat natürlich nichts mit Golf zu tun und auch nichts mit Tesla. In Mexico City gibt es eigentlich auch schon einige Teslas, sogar eine Taxifirma, die fast nur Teslas benutzt oder Elektroautos. Vielleicht kann ich auch darüber was berichten. Also jetzt zeige ich hier mal ein paar Eindrücke hier aus diesem Park. Erstmal von unten, aber dann lasse ich auch die Drohne fliegen und dann können wir uns hier einige Bilder von oben anschauen, wie das hier aussieht.
¿Está bien? En este de entrar, aplace la comida, joven, pásele. Gracias. An einem Sonntag kann man hier kaum einen Fuß vor den anderen setzen, so voll ist das hier. Aber das ist wirklich so die allgemeine Bevölkerung. Also die reiche Oberschicht, die geht natürlich in ihre privaten Clubs oder Wochenendhäuser und die sind hier eher selten anzutreffen. Und hinter mir, dort oben, ist ein echter Kaiserpalast. Jetzt werden wir uns das auch mal von oben mit der Drohne anschauen. Heute ist die Schlange, um hier Karten zu bekommen, mal nicht so groß. Jetzt geht es den Fußweg hoch auf den Hügel zu dem alten Palast und dem Museum. Wenn man jetzt hier im Film einige Leute mit Mundschutz sieht, dann liegt das daran, dass hier in Mexiko Ende Juni 2022 immer noch an vielen Orten Mundschutz verlangt wird. Auch in Museen, in manchen geschlossenen Gegenden. Ja, wie man sieht, ich bin nicht der Einzige, der hier fotografiert. Ich werde allerdings jetzt nicht die Details von dieser Ausstellung zeigen. Das ist ja das Museum der mexikanischen Geschichte, aber ich werde einige Eindrücke von diesem doch zum Teil sehr schönen Gebäude zeigen.
todo bonito el recuerdo. Son las de moda, son las de novedad, oye. Ahí está el changuito mión, changuito grosero, se remata. Also hinter mir Recyclingtonnen, das sieht ja gut aus. Aber wenn man reinschaut, sieht man, dass der Müll in der Regel hier völlig gemischt, egal wie, da reingelegt wird. Obwohl oben drauf steht, was jeweils rein soll. Aber naja, nichts lernt man halt von einem Tag zum nächsten. Das hier waren jetzt einige Eindrücke vom Parque de Chapultepec, ein Teil davon jedenfalls. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist über den Zoo berichten. Denn der Zoo von Mexiko ist auch ziemlich interessant. Also schaut euch den Film gerne an und andere Sachen vielleicht auch sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.